Dieser Kanal hat heute die 100 Abonnentengrenze überschritten. Ich danke dafür allen, die mir bisher das Vertrauen entgegengebracht haben und würde mich natürlich über viele weitere Abonnenten freuen. Vielen lieben Dank. Wenn man bedenkt, dass dieser Kanal erst seit weniger als 2 Monaten Content enthält, ist das schon eine ordentliche Leistung, denke ich. Von anderen YouTubern habe ich gehört, dass sie diese magischen 100 oft erst nach weit über 6 Monaten erreicht haben. Und ich bin stolz darauf, diesen Meilenstein schon nach knapp 2 Monaten erreicht zu haben. Also nochmal vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr darüber und freue mich auf die nächsten Abonnenten. Ganz besonders bedanke ich mich bei Martin von Martins Fische, der mich mit seinem kleinen Anstoß ganz weit nach vorne gebracht hat. Vielen lieben Dank dafür. Aber jetzt möchte ich auf das eigentliche Thema dieses Videos zurückkommen. Häufig hört und liest man davon, dass in einem Aquarium die Pflanzen nicht besonders gut wachsen, dafür aber die Algen wuchern. Zunächst sollte man das Aquariumwasser gründlich durchmessen und feststellen, ob einer oder mehrere Nährstoffe möglicherweise im Mangel sind, die letztendlich auch für diese Probleme ursächlich verantwortlich sein können. Ist dies nicht der Fall, liegt meistens ein biologisches Ungleichgewicht vor. In den weitaus meisten Fällen hängt ein solches Ungleichgewicht mit einem viel zu stark dimensionierten Filter zusammen. Ich spreche in solchen Fällen von einer Überfilterung. Dieses liegt immer dann vor, wenn ein Filter mehr Wasser durch das Filtermaterial schickt, als Schadstoffe zum Umbau durch die Biofilme im Filter verwertbar vorliegen. Das bedeutet also, wenn im Aquariumwasser weniger Stoffwechselprodukte der Aquariumbewohner vorhanden sind, als der Filter verarbeiten könnte, dann liegt eine Überfilterung vor. Was geschieht im Filter bei Überfilterung? Die Biofilme im Filter haben, wie ich es nenne, ersten Zugriff auf die im Wasser vorhandenen Stoffwechselprodukte. Kurz nach der Filterung steigt der Gehalt an Schadstoffen im Aquariumwasser stark an und die Bakterien im Filter bekommen Nahrung. Bereits nach kurzer Zeit ist diese Nahrungsspitze umgebaut und es entsteht in allen Biofilmen ein Nährstoffmangel. Der Stoffwechsel der Aquariumbewohner liefert zwar ständig eine gewisse Menge an Nährstoffen nach, diese sind jedoch durch den ersten Zugriff der Filterbakterien schnell verarbeitet und fehlen dann den Biofilmen im Aquarium. Hungernde Biofilme produzieren keine Schwärmer, sodass also auch keine freien Flächen im Aquarium neu besiedelt werden können. Als Dauerzustand sterben die inneren Bakterien ab und der Biofilm kann sich nicht mehr auf der Unterlage halten und löst sich ab. Dadurch werden immer mehr Flächen im Aquarium schwach besiedelt oder gar nicht mehr besiedelt und bilden damit einen idealen Siedlungsgrund für alle Arten von Algen. Durch den ersten Zugriff bekommen die Filterbakterien immer noch etwas Nahrung, dennoch hungern sie. Dadurch sind sie gezwungen, auch schwer verarbeitbare Stoffe im Aquariumwasser aufzubrechen, zum Beispiel Huminstoffe oder Chelatoren, die eigentlich dafür da sind, die Spurenelemente, vor allem Eisen, für Pflanzen verfügbar zu halten. Eisen ohne Chelatorenbindung sind reaktionsfreudig und können sehr schnell mit Phosphat reagieren und damit ausfallen. Daneben verbrauchen die Filterbakterien auch noch freies CO2 und entziehen somit den Pflanzen auch noch den wichtigen Hauptnährstoff. Im Aquarium bildet sich dadurch insgesamt, also in der Summe, ein sehr hohes Redoxpotenzial. Je höher dieses ist, umso schädlicher wirkt sich dieses Redoxpotenzial auf die Schleimhaut der Fische aus. Es kann die also durchaus angreifen. Deshalb zeigen Fische in überfilterten Aquarien oft nicht die Farbe, die sie eigentlich zeigen könnten. Nährstoffknappheit und hohes Redoxpotenzial sorgen jetzt dafür, dass die Aquarienpflanzen nicht mehr besonders gut wachsen
Sie müssen unter Umständen für die Aufspaltung der aufoxidierten Nährstoffe sehr viel mehr Energie aufwenden, als sie durch die Photosynthese gewinnen können. Als Folge zeigen sie gelbliche Blätter mit teilweise weißen Triebspitzen und natürlich Kümmerwuchs. Bei starker CO2-Zugabe kann man immer noch dafür sorgen, dass die Pflanzen trotz dieses Umstandes noch gut wachsen und einen Energieüberschuss erwirtschaften. Allerdings fällt auf, dass in solchen Aquarien die Pflanzen ein unnatürliches Rot zeigen und oft auch weiße Triebspitzen. Unter normalen Umständen bietet sich in diesen Aquarien ein ideales Siedlungssubstrat für alle Arten von Algen an, die dann teilweise auch noch sehr schwer zu bekämpfen sind. So bilden sich beginnend am Filterauslauf häufig sehr starke Bestände von hartnäckigen Pinselalgen. Auf den Pflanzen und Dekomaterialien können sich sehr hartnäckige Pelzalgen entwickeln, aber auch andere Algen bis hin zu Cyanobakterien sind unter diesen Bedingungen nicht selten anzutreffen. Ursache ist der biologisch instabile Zustand des Aquariums. Aber was kann man nun an der Filterung verbessern? Wir müssen unbedingt versuchen, die Biofilme im Aquarium zu stabilisieren. Der entscheidende Punkt dabei ist, dass wieder ein Großteil der Filterung auf das Aquarium selbst übertragen wird. Das bedeutet, wir müssen dem Filter Nahrung entziehen, um sie dem Aquarium zur Verfügung zu stellen. Das erreicht man, indem man die Filterleistung reduziert, und zwar so weit, dass man ungefähr einmal pro Stunde das Wasservolumen des Aquariums durchwälzt. Die Drosselung sollte allerdings nicht schlagartig erfolgen, sondern in kleinen Schritten, damit sich die Biofilme im Aquarium den geänderten Situationen anpassen können. Innenfilter sind oftmals nicht drosselbar. Ich lehne sie ab, vor allen Dingen auch, weil sie nur vergleichsweise geringes Filtervolumen besitzen. Man sollte sie durch großvolumige Filter ersetzen. Sehr gute Erfahrungen habe ich gemacht mit zum Beispiel den Hang-on-Filtern. Sie werden auch oft als Rucksackfilter bezeichnet. Sie sind meistens drosselbar und es findet kein nennenswerter Wasserdruck auf das Filtermaterial statt. Den Idealfall stellt natürlich das filterlose Aquarium, soweit dies mit dem Besatz des Aquariums vereinbar ist. Hier übernimmt das Aquarium vollständig die Filterleistung. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst bitte ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert das Glöckchen. Bei Fragen oder Anregungen nutzt bitte die Kommentarfunktion. Vielen Dank für euer Interesse.